Hallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Schön, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt. Ich habe heute jede Menge News für euch, deswegen würde ich sagen, fangen wir direkt an. Ja, wie einige von euch jetzt wahrscheinlich schon sehen, der Hintergrund sieht ein bisschen anders aus. Wobei, gut, ich habe immer noch hier mein lustiges Hirschgeweih an der Wand. Aber wir sind tatsächlich im Haus hier ins untere Stockwerk gezogen. Und wir sind ein gutes Stück vorangekommen. Nach wie vor haben wir keine Heizung. Ich filme hier gerade bei 13 Grad Innentemperatur. Aber wenn wir diesen Winter geschafft haben, dann gibt es auch als kleines Goodie eine kleine Heizung. Man gönnt sich ja sonst nichts. Jedenfalls wollte ich fragen, wer von euch interessiert sich für eine neuerliche Haustour? Denn es ist einiges passiert. Wir sind natürlich noch weit weg von fertig. Aber nachdem die letzte Haustour so eigentlich recht gut angekommen ist, wollte ich jetzt mal fragen, wer hat Lust auf eine neue Haustour? Bitte unten in die Kommentare schreiben, lasst es mich wissen, dann filme ich das gerne für euch. Ja, dann kommen wir schon zum nächsten Punkt. Etwas total Überraschendes, zumindest für mich. Ich habe einen neuen Servo-Sponsor und es handelt sich um keine andere Firma als KST. Wahnsinn, hätte ich nicht gedacht. Wer jetzt sagt, ja, ist ja klar, deswegen hast du auch die Servos schon in deinem Puma eingebaut. Nein, das ist nicht richtig. Wie ihr euch vielleicht erinnert, ist ja Graupner insolvent gegangen. Das zweite Mal innerhalb von ein paar Jahren. Und also das war ja noch vor Corona. Und naja, es hat sich dann so ergeben, dass Graupner all seinen Teampiloten nicht wirklich irgendwas gesagt hat, so von wegen, hey, wir sind insolvent, wir werden jetzt von jemand anderem verwaltet, wir können das Team nicht aufrechterhalten, trotzdem vielen Dank für die Zusammenarbeit. Gar nichts. Es ist nichts passiert. Man hat einfach, alle Leute, mit denen ich Kontakt hatte, waren einfach auf einmal weg, weil die waren ja nicht mehr angestellt bei Graupner und ja, dann war irgendwie so irgendwann klar, da kommt wahrscheinlich jetzt nichts mehr, niemand, den du kennst, ist noch da. Und so gesehen habe ich mich dann nach ein paar Jahren, beziehungsweise jetzt nach Corona, auf die Suche gemacht nach, was gibt es denn sonst noch so auf dem Markt. Im Goblin 580 bin ich ja die GDW-Servos geflogen, diese Einhorn-Servos. Die waren tatsächlich auch sehr gut. Und nachdem ich ja ungebunden bin, habe ich mir gedacht, für den Raw Puma 700 probierst du halt mal so ein bisschen rum. Und bin dann, wie gesagt, auf Global 3D, auf KST aufmerksam geworden und habe mir dann da die Servos gekauft. Und war tatsächlich sehr begeistert von denen. Und umso überraschter war ich dann, als ich jetzt vor ungefähr 2-3 Wochen von KST im Messenger von der Marketingdame eine Nachricht hatte, die gefragt hat, ob wir eventuell zusammenarbeiten wollen. Nicht, weil sie das Video gesehen hat, sondern weil sie meine Videos schon seit einer halben Ewigkeit guckt und einfach mal schon immer fragen wollte. Und ich finde das irgendwie voll süß. Ich habe dann natürlich mit offenen Karten gespielt und habe gesagt, guck mal, ich bin eine erwachsene Frau mit einem Fulltime-Job, die nebenher noch ein Haus baut, die nebenher auch noch selbstständig ist, ein Privatleben hat und versucht irgendwie dieses Hobby noch mit reinzupacken. Also ich bin bei weitem nicht mehr so aktiv wie vielleicht vor, keine Ahnung, 8 Jahren. Aber habe halt gesagt, ich fliege auch keine Competitions, aber wenn ich was mache, mache ich es loyal, ich stehe dazu, ich verkaufe oder präsentiere auch nur Sachen, hinter denen ich stehe und an die ich glaube. Und die war total super nett und offen und hat dann auch gesagt, ja, klar, können wir uns super vorstellen, ist gar kein Problem. Hauptsache, es ist was Langfristiges und man kann sich aufeinander verlassen. Und so gesehen, yay, bin ich jetzt offiziell Teampilotin von KST. Ihr habt es vielleicht auch schon auf Facebook mal gesehen, da hatte ich dann ein lustiges Foto hochgeladen mit diesem T-Shirt. Und die erste Amtshandlung von KST war dann natürlich, dass sie gesagt haben, wir haben ein paar neue Servos und wir würden gerne, dass du die ausprobierst. Dabei handelt es sich hier um die X12 708. Das sind Mikroservos, also 450er Bereich. Und dann habe ich so überlegt, coole Sache, hast du einen Heli, in die reinpassen? Meinen uralten Goblin 380, den ich bestimmt schon seit 4 Jahren nicht mehr geflogen bin. Und mein Fireball, der leider immer noch zerlegt in der Ecke liegt. Und habe dann mich kurzerhand entschlossen, mir auch einen neuen Heli zu besorgen. Und es wird jetzt der RAW 420. Da kommen dann, wie gesagt, diese KST X12 rein und als Heckservo das DS 565X. Bin schon sehr gespannt. Das hier sind die guten Servos, klein, fein.
und auch tatsächlich sehr schick. Also ganz was anderes zu dem, was ich sonst habe. Und ja, damit kommen wir auch schon zum nächsten Punkt, denn es kommt ein neuer Heli ins Haus. Und hier ist das gute Stück auch schon. Ich habe nämlich bei SHB gefragt und habe gesagt, ich habe hier einen neuen Sponsor und ja, würde gerne diese Mikroservos fliegen, aber beide Helis, die ich habe, glaube ich, sollen nicht mehr unbedingt promoted werden. Also, dass der 380er nicht mehr ganz up-to-date ist, das wissen wir ja alle. Und Enrico sagte zu mir, bitte, bitte, bewirb den 420er, den neuen 420er, das ist der nämlich, Moment, mit in der ganz neuen Version in Orange, super schick. Ich bin gespannt, weil der Heli jetzt tatsächlich wieder diesen eingebauten Direct Drive Motor hat, wie schon damals der Fireball. Und ich finde das Konzept super. Ich bin schon mega gespannt, weil das ist jetzt wieder so eine richtig schöne kleine Größe, die man überall hin mitnehmen kann. Und ich bin tatsächlich, habe mir noch so gedacht, oh, Weihnachten wird langweilig, du sitzt die ganze Zeit rum, niemand hat Zeit. Jetzt habe ich was zu bauen und ich freue mich total. Ich bin morgen auf einer Familienweihnachtsfeier von meinen Schwiegereltern und ich bin schon am Überlegen, ob ich einfach mein Heli-Kit mitnehme und das dann einfach, wenn die dann da alle irgendwie die Siedler von Catan spielen, dass ich mich dann schön an meinen Tisch verzupfe und dann schön meinen Heli baue. Und ich glaube, ganz ehrlich, ich glaube, das werde ich machen. Das ist eine gute Idee. Ja, so gesehen steht jetzt auch wieder ein neues Video ins Haus, wo dann der 420er gezeigt wird. Also freut euch. Ich bin auch schon echt gespannt. Kommen wir dann zum nächsten Punkt, geplante Veranstaltungen. Jeder fragt mich nach Global 3D und Rotor Live, die zwei großen, wichtigen Veranstaltungen in unserer Szene. Also, Rotor Live ist fix eingeplant. Ich habe gestern mein Hotel gebucht. Gott sei Dank jetzt schon, weil die werden langsam rar. Ich werde beide Tage dort sein. Ich werde wahrscheinlich wie immer lustig ein bisschen rumlaufen, mal hier Hallo sagen, mal da. Wenn ihr mich seht, bitte sprecht mich an. Ich freue mich über jeden, der Hallo sagt. Bitte nicht einfach nur vorbeigehen, mir in die Augen gucken und hoffen, dass ich die Leute erkenne, weil ich bin ganz schlecht in Gesichter merken und sowas. Verzeiht es mir bitte. Ich bin da manchmal echt schlecht. Also vielleicht nicht nur hoffen, dass ich jemanden erkenne, sondern wirklich aktiv auf mich zugehen und Hallo sagen. Ich freue mich wirklich, wenn die Leute sich mit mir unterhalten und ein Selfie machen oder im Vlog vorkommen. Wäre super. Das zweite ist Global 3D. Leider werde ich dieses Jahr nicht dabei sein. Aber ich denke, ich habe einen guten Grund, denn ich werde am 1. Juli heiraten. Für alle, die es auf Facebook nicht mitbekommen haben, ich habe einen Antrag bekommen, direkt als ich aus den USA zurückkam. Große Überraschung. Ich habe tatsächlich nicht damit gerechnet. Und ja, wir werden eine Sommerhochzeit feiern. 1. Juli ist das Datum. Leider ist Global 3D auf genau dem gleichen Datum. Ich habe schon jede Menge lustiger Witze erhalten. Ich soll doch meine Prioritäten anders legen oder ich soll auf Global 3D heiraten. Nein. Es tut mir sehr leid, nein, werde ich nicht machen. Wir werden hier zu Hause feiern, bei uns im Garten, beziehungsweise hier im Ort, in einem, ja, sag ich mal, relativ kleinen Kreis von 50, 60 Leuten. Das ist der Grund, warum ich dieses Jahr nicht auf Global 3D sein werde, aber ich hoffe, ihr versteht das. Das war's jetzt auch schon mit den News. Ihr habt jetzt genau 2 Aufgaben, nämlich erste Aufgabe ist, ihr sollt unten in die Kommentare schreiben, ob ihr einen neuen Hausrundgang haben wollt. Und das zweite ist, ich plane jetzt im Winter, wo ich nur so häufig rausgehe, wie ich muss, ergo auch nicht so viel fliege, wie die meisten, denke ich mal. Ich plane ein neues Learn How to Fly Video zu machen, was da anschließt, wo ich letztes Mal aufgehört habe. Das war ja Looping und Flip. Das heißt, ihr dürft jetzt entscheiden, möchtet ihr lieber ein Rollenvideo oder möchtet ihr lieber ein Rainbow/TikTok-Video haben? Die würde ich versuchen, am Simulator aufzunehmen. Ich kann es noch nicht garantieren, ob mein Rechner, der inzwischen auch schon wieder 3 Jahre alt ist, ob der das schafft. Ich möchte es aber versuchen, dann kann ich auch die Stick-Moves gleich einblenden. Sagt mir, welche von beiden Varianten ihr haben wollt. Ich bin gespannt. Auch bei allem anderen, was ihr wollt, dass ich mitkriege oder was ihr mir zukommen lassen wollt, gerne in die Kommentare schreiben. Falls ihr das noch nicht gemacht habt, abonniert meinen Kanal. Dann seht ihr immer die neuesten Videos, vor allen Dingen, wenn wir jetzt dann bald den 420er aufbauen. Also, ich freue mich, dass ihr wieder dabei wart und hoffe, wir sehen uns bald wieder. Bis denn!